Ich bin von Katzenstein und ich zeige euch jetzt mal, wie man aus der realen Welt Leute ins Mittelalter und ins Reenactment zurückbringt. Also bis gleich. Hey, aufwachen! Sehr schön, dass du angekommen bist. Was? Ich habe sogar ein Mikro für dich. Oh, Dann können okay. wir jetzt hier gemeinsam reden. Willkommen im Mittelalter. Ich habe dich sogar auf eine richtig schöne Veranstaltung gebracht. Das Landsknechtheer vom Schwäbischen Bund. Wieso? Hm, Weil das ein cooles Event ist. Okay. Und jetzt zeige ich dir mal hier das Lager. Ich glaube, hier wirst du dich sehr wohl fühlen. Kannst du auch. Ja, fahren wir noch weiter. So, wenn man das mal hier sieht, das ist jetzt in dem Fall unser Zelt, das wir aufgeschlagen haben. Man muss natürlich sagen, gut, Reenactment-Veranstaltung. Wir haben das mega authentisch natürlich geschmückt, ne? Findest du auch, oder? Ja, vor allem die Plastikfolie drunter. Die Plastikfolie, die ist super. Aber tatsächlich wird das Zelt dann von innen nicht nass. Und ganz ehrlich mal, man geht ja auch mit dem Reenactment meistens danach, also man macht das wirklich auf Living History, dass man das, was man sieht, natürlich authentisch in die Richtung sein soll. Aber für jemanden, der mal anfangen möchte mit Reenactment, kann man natürlich auch sagen, mach's mal locker und steig mal ein. Also auch für dich wunderbar. Gut, dann können wir ja mal weitergehen und gucken, was es hier noch alles so gibt. Schöne Zelte. Genau. Hier sind natürlich die meisten Zelte weiß. Kann man natürlich auch im Mittelalter und auch, was wir jetzt hier eigentlich darstellen, frühe Renaissance, sagen, dass die Zelte, die weiß waren, wahrscheinlich eher die einfachen Leute hatten, wenn sie überhaupt Zelte hatten. Gerade so ein Zelt, was jetzt hier gefärbt ist, könnte man jetzt davon ausgehen, dass es jemand ist, der vielleicht ein bisschen mehr Geld hätte. Oder generell wichtig war. Genau, wichtig war. Das ist so ein nächster Punkt. Ne? Die wichtigen Leute sind natürlich meistens auch in den großen Zelten. Und eher abseits von uns, wie wir hier als Pöbel rumlaufen. Also man sieht, das ist ja eine echt sehr große und wunderschöne Zeltstadt. Da fühlt man sich doch gleich eigentlich viel willkommener als in unserer modernen Welt, oder? Es ist sehr kalt. Es ist ja kalt. Also bitte, mach doch ein bisschen Zeug an und dann die Hitze, bzw. die Kälte wirst du dich noch gewöhnen. Natürlich auch sehr viele Waffen immer. Überall Gut, klar. zum Zeigen. Im Mittelalter tun sie ja die Leute häufig als Waffen vorstellen oder mit Waffen. Allerdings kommt es natürlich auch darauf an, was du machst. Ich meine, wir machen ja hier einen Landsknecht her. Von dem her, gut, sind natürlich Waffen da gefragt, logischerweise. Ne? Zu einem guten Kriegslager fehlen auch, also können Pferde nie fehlen. Definitiv nicht, ne? Und natürlich auch ein riesengroßes, schönes Feld für die Schlacht. Genau, da haben wir genug Platz, da uns schön auszutoben und jede Menge Spaß zu haben auf jeden Fall. Und, bist du bisher begeistert? Oder wie sieht's aus? Überzeugt bestimmt. Aha. Wahrscheinlich weniger, wenn du keine Waffe in der Hand hättest. Achso, du meinst mit Waffe wär's. Das tut dich mehr überzeugen, oder was? Ist überzeugt sehr, ja. Ja, sehr gut. Blöd, dass wir jetzt keine Waffen bei uns tragen, aber gut, wir sind jetzt gerade auch in Zivil unterwegs. Von dem her. Ich meine, außer die Seitenwehr in Ach deiner so, Hand. ja, das habe ich schon ignoriert, dass ich das Mikrofon trage. Aber gut, dass du die Pfeile hast. Für mehr hat es nicht gereicht. So, jetzt haben wir tatsächlich das Ende der Zeltstadt erreicht. Zumindest mal hier in der großen Linie. Na, ganz ehrlich, es ist einfach wirklich ein wunderschöner Tag heute. Da kann man richtig viel machen. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir hier ein kleines Mini-Lager, wo die Leute sich dann bereit erklärt haben, mit uns mal zu reden. Für ein kleines Interview. Gezwungen worden. Genau gezwungen worden. So. Sehr schnucklig, was ihr hier auf jeden Fall habt. Ja, es ist recht bescheiden.
ist ausreichend, sagen wir mal so. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt jetzt 2 Zelte dabei, wo dann Richtig. jeweils ihr in einem schlaft, oder? Richtig. Wie klein tust du die Zelte zusammenfalten nachher? Deins kann man falten, ne? Meins muss man so ein bisschen rollen, weil das ja Mhm. so kegelmäßig ist und dann faltest es. Ne? Ja, aber das scheint so, die sind ja so klein, sag ich mal, dass die im Auto, also ich weiß nicht, was fährst du für ein Auto? Wir sind mit seinem da, der hat so einen Toyota CHR, also Ja, so ein sogar mit einem Auto SUV. reicht's dann ja Ja, wunderbar, ja, ne? genau, wir haben alles so gerade reingekriegt. Ja. Bist du ungefähr auf 1 Meter zusammen. Meter. Ja, das ist super. Weil gerade diese großen Zelte, ich finde da immer, das ist ein bisschen schwierig. Da muss ich ja wirklich einen Lastwagen dabei eigentlich haben, ne? Allein wegen dem Gestänge, ne? Wenn die so diesen Kranz haben, ne? Mhm. Das ist schon ordentlich. Auf jeden Fall, ja. Du bist jetzt zum zweiten Mal dabei, Richtig, oder? zum Genau. zweiten Mal, ja. Und was sagst du bisher? Ist gut? Genauso wie beim ersten Mal. Genau. Super. Und dein Kollege ist beim ersten Mal dabei, oder? Und was sagst du? Ganz klasse. Hast du jetzt die Grundausbildung gemacht, oder? Genau. Ja, geil. Das heißt, du kommst dann nachher auch Hellebarden oder gehst du Also, Spießer weiter? Dieses Mal haben sie bei der Einteilung gesagt, die bleiben erstmal bei den Spießern, Ja. aber ich werde dann beim nächsten Mal gern zum Hellbaden gehen. Ah ja, wunderbar. Das heißt, dann geht er dann auch zusammen wahrscheinlich. Seid ihr unterwegs, oder? Wunderbar. Gut zu sein, ja. Okay. Das heißt, du hast jetzt auch nur die eine Hellebarde dabei? Ich habe noch eine zweite dabei. Ne? Die ist vielleicht ein bisschen grenzwertig. Ja. Nicht grenzwertig. Ja, die Ja. geht wirklich. Also, die ist ja. Also, gut, die Spitzen sind schon relativ, aber es ist okay, ne? Ja, er hat nichts gesagt. Ne? Ja. Er hat ja mehr, guck mal, jetzt hier hat er selber Ja, vorhin ein bisschen wunderbar. geschliffen. So Hat er ist jetzt- besser, ja. Ja. Ich hab's also beim einen, habe ich genauso abgerundet, das ist ja die gleiche Machart. Mhm. Aber so ist echt okay. Im Endeffekt kommt es ja eigentlich hauptsächlich, klar, die Spitze macht schon was aus, aber Mhm. wie stark stößt du zu? Und das ja? ist eben der Punkt, genau. Ja. Also, deswegen, ich glaube auch gerade bei den Spießen, du kannst die ja sehr schlecht kontrollieren, wenn sie in der Länge sind. Und dann ist das natürlich ganz praktisch, wenn du da vielleicht echt ein bisschen vorsichtiger bist, beziehungsweise die Spitze auch ein bisschen mehr abgerundet ist. Ne? Ja. Und ich meine, die ist so klein nachher, die sieht ja sowieso die fast ist- nicht. Ja, leider. Okay. Was hast du da im Zelt dann alles? Wie hast du aufgebaut? Chaotisch. Chaotisch. Das kennen wir, das ist wunderbar. Also, das ist echt alles kreuz und quer rumgeschmissen. Das sollte sich niemand zu Vorbild nehmen, aber es war eine harte Nacht, sagen wir mal so. Ach so, okay. Warum war die Nacht Keine aus? Heizung und sowas. Ne? Also, Ja, es hat ja, glaube ich, minus 7 Grad gehabt oder minus so. 4, laut Minus 4 Wetter. sogar, Also, ja. Ich habe heute Nacht um 3 Uhr, wie kalt ist es? Ja, gut. Minus 4. Aber Tote haben wir noch nicht. Zumindest hat sich keiner gemeldet. Ich kann ja mal die andere Hellebade rausholen. Ja, das wäre ganz cool, ja. Ist natürlich auch verwunderlich, die Dinger sind ja recht lang. Was hast du da für eine Länge? 2 Meter? So 2,23 Meter, glaube ich. Ja, weil dein Zelt hat ja auch nicht so einen riesen Umfang, sage ich jetzt mal. 3 Meter Durchmesser circa. Ne? 3 Meter? Das kann man machen. Also ich habe es Ja, ein bisschen okay. entspannt, Mhm. aber die passt rein mit sogar noch etwas mehr Platz. Ne? Die wäre jetzt, also das ist halt Oh, ein das bisschen ist schon- flacher. Ne? Ja, Aber ja. es geht noch. Ne? Hier müsste ich ein bisschen mal rangehen. Ja, oder die hintere Spitze Ja. vielleicht auch, ne? Ja, die ist jetzt Also die ist auch ein bisschen okay. mehr. Ne? Ja. Die vorne sind eigentlich relativ gut abgerundet hier. Ne? Ja. Das ist eine Kovacs Ausreitebade, gell? Ja, genau, ist auch von Kovacs. Ja. Bist du zufrieden mit der? Beziehungsweise auch mit der? Ja, mit der bin ich auch zufrieden. Das ist ja die Nachfolgerin von Mhm. der letzten, die kaputt gegangen ist bei Amnesty. Da haben wir letztens drüber geredet. Genau, da haben wir gehabt, drüber ne? geredet, genau. Ja, wo der hier hinten was angebrochen oder angerissen war. Mhm. Ne? Mhm. Zum Glück war der so kulant, ich bin mit der kaputten hin. Da sind wir uns, glaube ich, sogar noch in Hockenheim begegnet. Das war ne? Mannheim, meinst du, gell? Nee, das war letztes Jahr Hockenheim. Stimmt, ja, Da, doch, da ja. habe ich die mitgebracht und dann glaube ich, dann sind wir uns begegnet und hast du gesehen, dass ich neu habe. Ich gesagt, ja, ich habe die jetzt getauscht. Ja, Ne? ja. Das ist auch ganz cool bei Kovacs aus. Die tun ja so eine, ich glaube, Garantie ausstellen, wenn ich das richtig 2 weiß. Jahre. 2 Jahre, genau. Und Ja. wenn man dann was angerissen hat oder irgendwas kaputt ist, dann kann man das auch relativ easy austauschen. Ja. Also von dem her, mega, ja. Die sind da eigentlich recht kulant. Also wenn du vorhin persönlich, beim E-Mail-Verkehr geht so, aber persönlich, ne? Also ich habe mal die Thematik, mir haben die den falschen Dolch zugeschickt, wo ich mal was bestellt habe. E-Mail-Verkehr war kritisch, sag ich mal. Ich habe aber angerufen und ich meine, das ist eine tschechische Firma. Ja. Die haben glücklicherweise Deutsch gesprochen. Ja, also viele von können dem bei her. denen, viele können bei Genau. denen Deutsch, Ja, deswegen war das ganz gut. Also hat auch prima funktioniert. Ich habe mein Alles Zeug wieder gut. bekommen. Ja. Alles gut, ja. Ja, cool. Die Flagge, die ihr jetzt aufgestellt habt, Ja. ist das so eure Flagge in dem Sinne? Nein, das ist einfach nur vom Heiligen Römischen Reich. Ja, ne? gell, ne? Das war sollte einfach so ein bisschen Deko, weil immer haben die anderen so schöne Flaggen. Hab ich Ja. genommen, stell mir auch mal eine auf. Ja, okay, wunderbar. Es ist auch schön dekorativ auf jeden Fall, ja. Finde ich gut. Das kleine bisschen, ja. Wie gesagt, ist ein recht bescheidenes Lager, ist jetzt nichts
Großes. Hier sind wirklich Leute, die haben ja, Ja, voll. richtig krasse Lager. Ne? Auf jeden Fall. Aber das ist ja immer das, was ich auch sage, wenn du mal mit Reenactment anfangen willst, es reicht so. Das ist, ich glaube, keine Ahnung, was würdest du sagen, wie deine Grundausrüstung, wie viel die es gekostet hat? Also meinst du jetzt so So Zeltausstattung Zelt und plus sowas? Waffe vielleicht. Kleidung ist Oh, natürlich immer relativ teuer, ne? ja, geht, aber da sind schon so 1 bis 1,5 sind Ja. da locker weggegangen. Also vielleicht sogar Für, ein bisschen mehr. Plus, aber für minus, alles sag ich jetzt mal. meinst du, oder? Ja, also ich habe jetzt mal die Klamotte mitgezählt, Mhm, plus die ganze ja, so 1,5 vielleicht. Ja, Ne? natürlich. 1 bis Ist 1,5. natürlich am Anfang viel Geld, aber gut, das ist halt ein Hobby. In Hobbys musst du viel Geld reinstecken, das ist normal so, ja. Am Anfang war es ein bisschen weniger, ne? Mhm. Weil das ist immer so ein stückchenweises, was kann ich machen. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich zum Beispiel selber, ich fahre ja ein kleineres Auto, er hat ein größeres Auto. Ne? Ja, ja. Und da war das beim letzten Mal ein bisschen schwieriger für mich. Ne? Mhm. Und jetzt ging das ein bisschen besser. Ne? Aber man findet dann immer sowas, vor allem man guckt sich einiges ab. Ne? Man guckt sich einiges von Klar, den Leuten ab. logisch, wer hätte das so so, gedacht, so, gell? oh, was macht der denn? Oh, das mache ich vielleicht auch beim nächsten Mal. Ja, cool. Okay. Ja, ich glaube, dann würde ich dir mal auf jeden Fall für das Interview danken. Gern geschehen. Dann nehme ich mal meinen Neuling, den ich jetzt gerade hier ins Mittelalter gespawnt habe, Mhm. wieder mit und zeig dir noch ein bisschen was. Alles klar. Gut. Ja, sehr Danke cool. dir. Das war jetzt die kleine Roomtour, die wir hier gemacht haben. Wie fand das? Sehr interessant. Sehr interessant, Ja, ja? ich bin überrascht, wie bequem manche Leute hier leben in den größeren Lagern. Durchaus. Das ist ja das Schöne am Reenactment. Du kannst dich entscheiden, ob du das wie wir eher so eine Kampfdarstellung machst, wenn es natürlich so ein Kampfevent natürlich auch ist, und dann hier den ganzen Tag Vollgas gibst oder halt einfach nur hier chillst im Lager. Das interessiert keinen. Mach das, wie du darauf Bock hast beim Reenactment. Ganz klar. Hm. Das heißt, du bleibst hier? Ja, natürlich. Mittelalter? Super. Von dem her sind wir jetzt hier eine Gruppe und können genauso weitermachen, wie wir es bisher auch getan haben.